Steffen Schwarzkopf berichtet für uns aktuell aus der Ukraine und er hatte in Kiew die Gelegenheit, mit dem ehemaligen ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andriy Melnik, zu sprechen. Der soll bald seinen neuen Job als US-Botschafter in New York antreten und das, wenn Donald Trump bereits der neue US-Präsident sein wird. Die erste Frage deshalb an ihn: Was erwartet er denn vom neuen Präsidenten? Unsere Aufgabe ist es, auch den Amerikanern zu zeigen, dass ein Sieg der Ukraine in diesem Krieg auch ein Sieg für Amerika sein wird. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein kann, dass das große Versprechen von Donald Trump, von dem neuen Präsidenten der USA, nämlich Make America Great Again. Wie kann das gehen, wenn jetzt die Ukraine in diesem schrecklichen Krieg im Stich gelassen werden kann, oder dass wir nicht diese Unterstützung aus Washington bekommen, die wir brauchen, um Putin zum Frieden zu zwingen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die vor uns steht. Wozu sollte die Ukraine bereit sein? Ihr Präsident Zelensky, hat ja zumindest angedeutet, dass Gebietsabtretungen im Bereich des Möglichen sind, hat gleichzeitig gesagt, dafür allerdings möglicherweise NATO-Mitgliedschaft oder zumindest die offene Tür zur NATO. Ist das realistisch Ihrer Einschätzung nach? Ich glaube, es ist noch zu früh, über diese möglichen Kompromisslinien ernsthaft zu sprechen. Also was wir brauchen im Moment, wir brauchen eine gemeinsame Position mit den Amerikanern und auch natürlich mit den Europäern, mit den Deutschen, bevor irgendwelche Gespräche dann auch mit Putin stattfinden. Sicherheitsgarantien sind natürlich ein Schlüsselwort für uns. NATO-Mitgliedschaft bleibt für uns also die Hauptaufgabe. Und ich glaube nicht, dass jemand darauf verzichten kann, denn ohne eine Garantie zu haben, und diese Mitgliedschaft ist eben also die beste Garantie, die man haben kann, wird es nicht möglich davon ausgehen, dass ein Friede wirklich langfristig einkehrt und nicht wieder nach kurzer Zeit verletzt wird. Und das ist auch unsere Hoffnung, dass der US-Präsident persönlich sich engagiert, dass Donald Trump nach Kiew kommt, dass er, um besser einfach zu verstehen, was ein Krieg bedeutet. Ich frage dennoch noch mal nach, Herr Melnik, Gebietsabtretungen, das ist ein Diskussionsthema durchaus hier in Kiew, auch wenn Sie Gespräche führen, ob im Außenministerium oder im Präsidentenpalast. Also dieses Thema steht gar nicht auf dem Tisch. Und ich kann mir nicht im schlimmsten Albtraum vorstellen, dass jemand hier in der Ukraine dazu bereit sein wird, zu sagen, wir verzichten auf die Gebiete, die jetzt unter russischer Besatzung sind. Das ist ein No-Go, also für die Ukrainer. Wir brauchen unsere Verbündeten, wir brauchen die Amerikaner, wir brauchen die Deutschen, wir brauchen die Europäer, damit sie auf unsere Linie stehen, damit wir mit einer starken Position gegenüber Putin auftreten. In diesen Gesprächen, die noch gar nicht gibt. Ja? Wir wissen noch nicht, ob Putin denen zustimmt. Das ist alles noch ja, eine Erwartungshaltung, aber immer noch eine Illusion. Denn Putin führt diesen Krieg unvermindert weiter jeden Tag, indem wir es sprechen. Er versucht, weitere Dörfer zu besetzen, weitere Städte zu zerstören. Und solange das so aussieht, sind Aussichten auf ernsthafte Gespräche aus meiner Sicht auch illusorisch. Das muss man auch vor Augen führen. Und das müssen auch die Deutschen verstehen, das ist Wunschdenken zu glauben, okay, jetzt kommt der neue US-Präsident und dann plötzlich können wir davon ausgehen, dass Putin diesen Krieg aufhört. Nein, da beginnt gerade noch die Arbeit, eine gemeinsame Arbeit von den Ukrainern mit den Amerikanern und mit den Deutschen, dafür zu sorgen, dass wir aus dieser Position der Stärke auftreten, und nur dann kann man hoffen, dass Putin eventuell dann sagt, okay, es gibt keine andere Wahl, er muss wirklich verhandeln.